Darum will ich ein Gremium gründen, in dem jeder von Lahnstein eine Stimme hat. Das mit dem Gremium kannst du vergessen. Herr Yakamoto aus Tokio ist eingetroffen. Das nennt man psychologische Kriegsführung, oder? Philipp, sag, wo ist der Ring? Den habe ich vorhin beim Händewaschen abgenommen. Der liegt im Badezimmer. Justus, gut, dass Sie da sind. Ich plane einige Veränderungen. Pardon? Ich brauche Platz. Schmeißen Sie das hier alles raus. Und rufen Sie die Handwerker an. Ich will Wände einreißen. Schaffen Sie das ganze Zeug raus. Sehr wohl, Frau von Lahnstein. Gräfin. Aber, Gräfin, wenn Sie mir die Ich bin die neue Eigentümerin von dem Schloss. Aber bitte, wenn Sie sich lieber mit dem Rest der Lahnstein-Bespuke im Gesindehaus drängen möchten. Ich werde umgehend die Umsetzung Ihrer Wünsche veranlassen. Gräfin. Man kann alles erreichen, wenn man es wirklich will. Aber genau daran scheitern die meisten Menschen. Sie hören auf ihre Moral, auf ihre Vernunft, auf ihre kleinen Gefühle und Bedürfnisse. Gott, Hannes, hast du nicht geschafft. Ich wusste gar nicht, dass du so schnell bist. Das war super. War super. Das machen wir wieder, ne? Na? Ich habe Sebastian im Fußball besiegt. Ja, ja. 7:6 im Elfmeterschießen. Er hat mir wieder keine Chance gelassen. Na, dann kannst du jetzt hochmotiviert deine Hausaufgaben machen. Aber morgen, da kriege ich eine Revanche, okay? Mhm. Darf ich morgen wieder mit Sebastian Fußball spielen? Weißt du, Sebastian wird morgen gar nicht mehr auf Schloss Königsbrunn sein. Okay. Der Rest der Familie auch nicht. Warum hast du Nico denn nicht gesagt, dass du den Ring verloren hast? Weil es nicht stimmt, wir finden ihn. Und weil ich nicht will, dass sie sich Sorgen macht. Wir sind durch den ganzen Park gebrettert. Woher willst du wissen, wo? Da hinten bei den Rosenbüschen. Als wir uns mit der Kiste lang gemacht haben. Hey, komm, das kann überall passiert sein. Dann beweg dich. Je eher wir anfangen, überall zu suchen, desto schneller sind wir fertig. Ich würde die Sammlung Verlaine zusammen mit der antiken Auktion in den Herbst legen. Ich glaube, das passt ganz gut. Wenn es im Herbst noch ein Lahnstein-Auktionshaus gibt. Ich frage mich langsam echt, wofür ich hier überhaupt noch Pläne mache. Elena, der Plan von Ludwig kann auch klappen. Wenn jeder im Familiengremium wirklich eine Stimme hat, dann sind wir alle gleichberechtigt und stehen auf einer Stufe. Das ist gar keine schlechte Idee. Wenn alle mitmachen. Ich sage nur Tanja, Ansgar. Das müssen sie einfach. Ich habe diese Familienstreitereien so satt. Und ich habe keine Lust, während unserer Reise ständig darüber nachzudenken, ob jemand im Gefängnis sitzt oder das Schloss brennt. Nicola, alles in Ordnung? Andi und ich sind im Park. Wir wollten nur mal gucken, wie viel die Rosenbüsche eben beim Sturz abbekommen haben. Ja, sieht ganz okay aus. Ja, ich auch. Bis später. Was denn? Ich konnte es ihr nicht sagen. Nicht am Telefon. Was ist, wenn du das Teil überhaupt nicht mehr wiederfindest? Weißt du, wie verdammt wichtig Nicola diese Malpate-Ringe sind? Klar, sie hat 8000 Tacken dafür hingelegt. Nicola ist sich sicher, dass mich dieser Ring aus dem Knast geholt hat. Dass er uns beschützt, dass... Mein Gott, dass er einfach alles kann. Helena hat mir die Geschichte erzählt. Von diesem italienischen Goldschmied, der die Dinger gemacht hat.
Als seine Verlobte dann so einen fiesen Typen heiraten musste, ist der vorm Altar erstickt. Oder so ähnlich. Ich weiß. Nikola glaubt felsenfest, dass dieser Ring magische Kräfte hat. Wenn der wirklich weg ist, dann streicht sie bestimmt die ganze Tibet-Reise. Ich schau mal da drüben weiter. Von wegen Park. Ich wette mit dir, Andi und Philipp schrauben am Motorrad rum. Ich wette mit. Und ich kaufe mir Ansgar. Ah, mit welcher Taktik? Ich glaube, noch mehr unter Druck setzen, das bringt nichts. Das macht ihn nur noch sturer. Was dann? Schmeicheln, streicheln, schubsen. Ich glaube, da steht er drauf. Hey, ich habe deinen beiden Männern ziemlich lange zugesehen. Hat echt Spaß gemacht. Wovon redest du? Na, von Sebastian und Hannes beim Kicken. Er wird ein wundervoller Vater, da bin ich mir sicher. Wieso sollte ich Wert auf deine Meinung legen? Weil ich die Einzige bin, die noch mit dir spricht. Abgesehen von Sebastian. Hör doch einfach auf, ich hätte kein Problem damit. Sebastian hat sich mit Hagen und Ludwig versöhnt. Was ist mit dir? Wer bitteschön ist Hagen? Ach, komm schon, Tanja. Kehr doch einfach mit Sebastian zurück in den Schoß der Familie. Sei ehrlich zu ihm und sag ihm, dass du ihn liebst. Heirate und werde glücklich. Sebastian und ich, wir sind Geschäftspartner. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Ihr bekommt ein Kind zusammen. Und ich weiß, dass du alleine deshalb schon mehr für ihn fühlst. So was schweißt zusammen. Ja, wo du es jetzt sagst, mit Ansgar hat das auch ganz toll geklappt. Immerhin seid ihr beide noch am Leben. Hannes. Hey, kleiner Mann. Hast du die Hausaufgaben schon so schnell fertig? Na, was ist los? Ich will nicht, dass Sebastian morgen geht. Ah, hier. Nee, nur Kaugummipapier. Verdammt noch mal, irgendwo muss das Ding doch sein. Wieso mussten wir auch unbedingt über die Kieswege brettern? Das war deine Idee. Und außerdem habe ich dir gesagt, du sollst Handschuhe anziehen. Aber Durchlaucht weiß es besser. Weißt du, Nikola war damals so verzweifelt, das konnte ich mir irgendwann nicht mehr mit ansehen. Ah, da. Nur ein Stein. Also habe ich getan, als ob ich an diese magischen Ringe glaube. Um sie aufzumuntern, verstehst du? Da fällt mir ein, ich kenne einen Typen, der hat einen mobilen Metalldetektor. Ich kann ihn mal anrufen. Vielleicht hat Nikola auch nur so getan, um mir einen Gefallen zu tun. Keine Ahnung. Er fährt immer nachts zu den Rheinstränden und macht damit richtig viel Geld. Einmal hat er sogar eine 3000-Euro-Uhr aus 2 Meter Tiefe geholt. Vielleicht haben wir das auch alles nur wegen der Ringe überstanden. Ja, soll ich ihn mal anrufen? Wen? Vergiss es. Der Ring kann überall und nirgendwo sein, oder? Sag mal, kennst du jemanden mit einem Metalldetektor? Was willst du? Dich überzeugen. Bin ich ja mal gespannt. Du musst zugeben, es läuft nicht schlecht für dich. Du bekommst eine Stimme im Gremium. Das ist mehr, als Elisabeth bekommt. Ja, weil Ludwig nicht völlig den Verstand verloren hat. Aber ich will mehr. Ich werde meine Anteile aber nicht Ansgar in den Rachen werfen. Die sind morgen sowieso nichts mehr wert, Sebastian. Das kommt ganz drauf an. Wenn alle zustimmen und dem Gremium beitreten. Ja, wenn alle nach Ludwigs Pfeife tanzen. Jeder hat eine Stimme. Ludwig hat 2. Und wenn man nicht seiner Meinung ist oder nicht zur Familie gehört, wird man überstimmt. Was springt für mich raus? Heirate mich. Das hatten wir schon. Nein. Ich meine das ernst. Das ist doch ein gutes Angebot. Du würdest endlich dazugehören und alle müssten dich akzeptieren. Die gute alte Ehe aus Pflichtgefühl und Verantwortung. Das ist ein guter Deal, der allen nützt. Und wir würden ein deutliches Zeichen setzen. Für die Familie, für uns, für unser Kind. Was sagst du? Zeitverschwendung. Ehen, die aus rationalen Gründen geschlossen werden, sind stabil.
Liebesheiraten dagegen sind Zeitverschwendung. Glaub mir, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ach, und ganz nebenbei werfe ich meine 25% in den Topf. Und nicke jedes Geschäft von euch ab. Was war das für ein Vorschlag? Von Papi? Nein, der war von mir. Er reicht mir nicht. Ist doch nur ein weiterer Grund für die Vernunft-Ehe. Du hast immer noch nicht den Sinn von Familie verstanden. Hm? Und du nicht den vom Geschäft. Du hast recht. Es ist Zeitverschwendung. Herr Yakamoto, steht Ihr Angebot noch? Das ist immer das Gleiche. Ihr müsst kämpfen, es liegt an euch, wenn ihr nicht dran glaubt. Und dabei warten die nur drauf, den Stall dicht zu machen. Das weißt du doch gar nicht. Ich habe sowas schon so oft erlebt. Alle drücken sich um eine klare Aussage und wickeln hintenrum den Verkauf ab. Ja, und wir sollen noch den Stall sauber halten für den neuen Investor. Ich habe nicht so hart mit Dionysos trainiert, damit ihn hinterher jemand anderes ins Ziel reitet. Willkommen in meiner Welt. Ich muss raus aus meinem Vertrag. Vielleicht ist ja auch alles ganz anders. Nur weil der Chef dich mit seinem Dackelblick verfolgt. An seiner Stelle hätte ich auch ein Problem, euch die Wahrheit zu sagen. Ich glaube, der hat Probleme, von denen du nicht mal träumst. Die wollen uns verkaufen an die Japaner. Jedenfalls haben wir den ganzen verdammten Schlosspark abgesucht. Vergeblich. Ich verstehe das nicht. Meintest du nicht, du hast ihn beim Händewaschen abgenommen und weißt, wo er ist? Hier versteigert jemand einen Liebesring. Echt Silber, mal Pate-Optik für 19 €. Soll ich mitbieten? Soll ich noch mal rausgehen und ihn suchen? Das bringt nichts. Überboten. Aber würdest du auch 36,50 dafür ausgeben? Ich würde meinen linken Arm dafür geben, wenn es der echte Ring wäre. Nicola glaubt an diese Ringe, dass sie was Besonderes sind und uns beschützen. Ihr kennt doch ihren Albtraum, als der Ring weg war. Und sie dich überall gesucht hat. Ich glaube auch an diesen Ring, aber nur weil es mein Ehering ist. Für Nicola hat er eine ganz andere Bedeutung. Ich weiß. Ich will nur nicht, dass sie sich Sorgen macht, schlecht träumt oder anfängt zu glauben, dass mir jetzt was Schlimmes passiert. Ist schon wieder überboten. Ist vielleicht auch besser so. Also pass auf. Du kannst natürlich hingehen und jetzt einen falschen Ring kaufen, oder? Du behauptest, du hättest ihn verschluckt und er kommt erst in ein paar Tagen wieder raus. Andi, du bist eklig. Wieso? Aber eigentlich, wenn ich eins gelernt habe in den letzten Wochen, dann, dass man mit der Wahrheit am besten fährt. Helena und ich sagen uns jetzt immer gleich, was Sache ist. Tun wir doch, oder? Ja, auch wenn manchmal ein bisschen weniger Information besser wäre. Ich habe ja auch nicht dran geglaubt, dass Quatschen hilft oder so, aber wir sind uns jetzt echt viel näher gekommen. Nico verzeiht dir, bestimmt. Bist du sicher, dass du mich begleiten möchtest? Wenn du mich so mitnimmst? Ich habe zwar keine Ahnung, warum, aber ich glaube schon. Ich brenne darauf, mit dir am Lily Rose VIP-Tisch im No Limits zu sitzen. Das ist wirklich tapfer, weil wir nämlich angestarrt werden wie die Freaks. Es wird schon noch eine Weile dauern, bis Tristans PR-Idee sich durchsetzt. Hat Dana sich eigentlich gemeldet? Wieso? Na, das klang ziemlich dringend. Ich habe gesagt, ich soll es einfach mal mobil versuchen. 7 Nachrichten. Meine Leute im Rennstall. Sie haben Gerüchte aufgeschnappt und jetzt haben sie Angst um ihren Job. Ja, aber wenn deine Angestellten sich Sorgen machen, dann wäre es doch bestimmt gut, wenn du dich noch mal bei ihm blicken lässt. Na, sie glauben sowieso, dass ich ihnen nicht die Wahrheit sage. Tagen früher habe ich dich tagelang nicht zu Gesicht bekommen, weil du mit Dana an irgendwelchen Pferden herumgedoktert hast. Und jetzt? Jetzt verbringe ich den Nachmittag mit meiner Frau im No Limits. Es nützt ja nichts, wenn ich die Zeit jetzt bei meinen Angestellten im Stall verbringe. Graf Lahnstein, darf ich Sie was fragen? Ja, sicher. Es geht um meinen Vertrag. Und zwar um die Möglichkeit einer vorzeitigen Auflösung. Gibt's Probleme? Man hört so einiges. Aber das wissen Sie sicher besser als ich.
Ach, wissen Sie, nicht alles, was man hört, ist zwangsläufig richtig. Schade, dass Sie so selten im Rennstall sind. Ich mache mir nicht so viel aus schnellen Pferden. Sie haben Format, Sie sprechen Klartext und Sie wissen, wie man Leute führt. Das sieht man einfach. Frau Erzberger, was wollen Sie? Nur mit dem Mann sprechen, der bei Lahnstein Enterprises das Sagen hat. Das war jetzt ein Kompliment zu viel. Mein Vertrag. Ich möchte eine Ausstiegsvereinbarung, falls der Eigentümer wechselt. Kommen Sie morgen in mein Büro. Ich hoffe, da sind wir ungestört. Was soll denn das werden? Eine berufliche Besprechung. Sie arbeiten im Stall bei den Pferden. Ich rate Ihnen, beschränken Sie Ihr Interesse darauf. Sagt wer? Sag ich. Und jetzt verschwinden Sie. Tut mir leid, aber Ihr Vorschlag gefällt mir nicht. Außerdem war Ihr Lebensgefährte mir gegenüber viel aufgeschlossener. Schätzchen, glauben Sie mir, ich habe sehr gute Argumente. Ich auch. Und ich glaube, Graf von Lahnstein hat es eben auch schon bemerkt. Vielleicht lässt ja Ihre Überzeugungskraft langsam nach. Weißt du was? Ich fahre alleine ins No Limits, damit du dich um deine Arbeit kümmern kannst. Marlene, bei uns ist wirklich alles... Du bist mit den Gedanken ganz woanders. Rede mit deinen Mitarbeitern und nimm ihnen ihre Sorgen. Hagen, was ist denn da los? Ja, deine Mitarbeiter, die rennen mir die Bude ein. Du hast doch nicht etwa Schwierigkeiten? Oh. So viel dazu. Ich fürchte, du hast zu tun. Grüß Dana von mir. Ja. Raus damit, ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Philipp, was ist passiert? Nun sag schon, langsam machst du mir wirklich Angst. Der Ring. Er ist weg. Wie weg? Du hast doch gesagt, dass er im Waschbecken... Das war nicht ganz richtig. Ich muss ihn wahrscheinlich bei unserem Motorradausflug verloren haben. Und ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Bist du sicher? Andi und ich, wir haben den ganzen Schlosspark abgesucht und wir suchen morgen weiter. Andi kennt so jemand mit einem Metallsuchgerät. Vielleicht finden sie den... Okay, das ist überhaupt nicht schlimm. Hörst du? Aber ich weiß doch, wie viel er uns bedeutet hat. Naja, wir haben beschlossen, an die Macht der Ringe zu glauben. Und jetzt beschließen wir eben, dass das alles Quatsch ist. Im Ernst? Ja, so ein Ring kann uns nicht beschützen. Das können nur wir. Ich habe mich schon gewundert. Das Motorrad hat irgendwie gar nicht zu dir gepasst. Ja. Und welches meiner Geschenke hat dir denn bisher am besten gefallen? Naja, also diese Schreibmappe, die war schon ganz okay. Echt? Ich habe noch nie gesehen, dass du sie benutzt. Sie ist eben halt auch vielseitig. Einen Brieföffner kann man ja auch als Flaschenöffner benutzen. Mhm, ich verstehe. Meine Oma hat mir mal einen Besteckkasten geschenkt. Dabei wollte ich eigentlich eine Staffelei mit Ölfarben haben. Und hast du es ihr auch gesagt? Nein, mit ihr war ich auch nicht bei der Paartherapie. Das heißt, nächstes Jahr kriege ich keinen Kulturbeutel von dir? Oh, wenn du brav bist. Dann gibt's nächstes Jahr sogar noch ein Theaterabo obendrauf. Gereizt. Du solltest deinem Herzen wirklich Luft machen. Oh Gott, halt einfach die Klappe. Fräulein Tanja, wie schön, Sie zu sehen. Hatten Sie einen guten Tag? Perfekt, um ein Geschäft abzuschließen.
Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Fans. Lily Rose. Es gibt noch keine Fans. Ich sitze allein an einem Tisch, schlürfe Ginger Ale aus Champagnergläsern und warte darauf, dass mich irgendjemand erkennt. Ich werde dich auf jeden Fall lautstark grüßen, wenn ich mal vorbeikomme. Versprochen. Das lasse ich mir nicht bieten. Frau Herzberger, hatte ich Ihnen nicht gesagt, morgen in meinem Büro? Es geht um Ihre Lebensgefährtin. Die hat sie ja wohl nicht mehr alle. Wenn die glaubt, sie kann mir einfach so eine scheuern, dann hat sie sich aber geschnitten. Sie hat sie geohrfeigt? Ich kenne Anwälte, die nehmen es 3-mal mit ihnen auf. Tanja wird immer unberechenbarer. Sie werden sich viel besser fühlen, wenn Ihnen das Schloss gehört. Es steht Ihnen gut. Ja, das finde ich auch. Ich liebe Schlösser. Ich habe schon einige. Jeder Mensch sollte ein Schloss besitzen. Mindestens. Aber offensichtlich zahlen die Japaner ganz gut, sonst gäbe es da nichts zu feiern. Sag mal, hörst du mir eigentlich zu? Ich habe dein ganzes verdammtes Handy mit Nachrichten vollgequatscht und du hältst es nicht mal für nötig, zurückzurufen. Warum? Wenn man gewohnt ist, sich auf seinen Verstand zu verlassen, macht einem das Herz manchmal Angst. Man spürt, wie stark es sein kann, entgegen jeder Vernunft. Wenn man uns bietet, was wir uns immer gewünscht haben, greifen wir zu. Normalerweise. Aber plötzlich gibt es eine Bremse im Kopf. Oder im Herzen? Irgendwas nicht in Ordnung? Frau von Lahnstein? Wir halten eine Flamme an eine Benzinlache. Immer ein kleines Stückchen näher. Du kannst mir ja kaum in die Augen sehen, Hagen. Und näher. Ich will jetzt wissen, was los ist. Bis man explodiert und die Kontrolle verliert. Verdammt nochmal, was ist dein Problem? Dass ich dich nicht mehr aus meinem Kopf kriege, verdammt! Wie kommt Tanja dazu, Therese zu ohrfeigen? Das macht die doch nicht einfach so. Wie blind kann man eigentlich sein? Was? Tanja liebt dich, begreifst du das nicht? Und plötzlich wird alles ganz klar. Wir verstehen alles. Keine Fragen bleiben mehr offen. Bis auf die Frage, wie wir damit umgehen. Wir können nur die Dinge aufs Spiel setzen, die uns nichts mehr bedeuten. Sonst wüssten wir nicht, wie wir mit den Konsequenzen leben sollen.